Hallo zusammen! Im Rahmen der CES 2026 hat Garmin eine neue Funktion für Connect Plus herausgebracht. Besser gesagt, du hast nun die Möglichkeit, auch dein Essen über die Connect-App hier zu tracken und so immer deine Kalorien hier im Blick zu haben. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie Garmin das hier umgesetzt hat, beziehungsweise wie das dargestellt wird und wo vielleicht auch hier und da seine Probleme sind. Um die neue Funktion sehen zu können, müsst ihr natürlich einmal hier in die Connect-App hineingehen. Die habe ich hier unten jetzt hingelegt. Ich habe privat jetzt auch hier ein Connect Plus Abo abgeschlossen, um euch das Ganze auch mal zeigen zu können. Wir sehen jetzt auch hier schon direkt, wenn ihr auf Mehr geht und unter die Gesundheitsstatistik, bekommt ihr dann auch schon die neue Funktion angezeigt. In diesem Fall ist hier Ernährung und diese seht ihr auch, wenn ihr jetzt hier nicht Connect Plus habt. Wenn ihr jetzt drauf geht, könnt ihr auch schon direkt hier die Übersicht sehen. Das Ganze hat aber einen kleinen Nachteil. Und zwar, du kannst ja theoretisch auch mit MyFitnessPal hier deine Kalorien tracken. Das wird auch alles schön mit Garmin Connect synchronisiert, Aktivkalorien, als dann auch in der Connect-App selbst. Möchtest du aber die Garmin eigene Lösung verwenden, dann musst du das Konto hier von MyFitnessPal mit Garmin Connect entkoppeln. Das ist insoweit schwierig, wenn du zum Beispiel andere Wagen nutzt und über MyFitnessPal das Gewicht über Garmin Connect einspielst. Das funktioniert natürlich an dieser Stelle dann leider nicht mehr. Bevor wir jetzt aber tiefer in die App hineingehen, möchte ich noch mal ganz kurz zeigen, wie ihr euch das auch etwas besser einrichten könnt, um hier die Kalorien zu tracken. Zu einem habt ihr die Möglichkeit, hier unten auf die Schnellleiste das Ganze hier auch draufzulegen. Dafür geht ihr einfach hier auf Mehr und dann geht ihr auf Bearbeiten und dann habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, die Aktivitäten rauszuschmeißen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier zum Beispiel meine Ernährung tracken. Da gehen wir jetzt auf das Plus bei Ernährung und sagen jetzt Speichern. Und so habt ihr direkt die Ernährung auch hier als kleinen Shortcut und könnt immer direkt hier reinspringen. Als letzte Möglichkeit habt ihr nun auch die Option, das im Fokus anzeigen zu lassen. Das sind hier die Kacheln, die wir hier oben haben. Und dafür geht ihr einfach ganz runter und da geht ihr auf Startseite bearbeiten. Und dann geht ihr einfach hier auf Fokus bearbeiten. Und da habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier die Ernährung dazuzunehmen. Könnt ihr auch als erstes hier vorne anlegen, geht auf Speichern. Und dann haben wir gleich, wenn wir zurückgehen, auch ebenfalls hier die Ernährung ganz oben angezeigt und mit dabei als erste Kachel. Und so habt ihr auch die Option hier zu sagen, okay, ich drücke auf das Plus und können dann hier direkt schon auch die Ernährung tracken. Und wenn wir uns das Ernährungswidget jetzt mal etwas näher anschauen, können wir einmal sehen, ich habe jetzt 7 Tage nacheinander schon meine Nahrung getrackt, um euch einfach ein bisschen was zu zeigen. Dafür gehen wir jetzt eigentlich auf Ernährung selbst. Hier bekommt ihr einmal den Tag angezeigt. Ihr seht einmal hier die Ziele für Kalorien, Proteine, Fett und Kohlenhydrate. Sind auch hier das Ganze in Gramm. Sind auch hier 1950 Kilokalorien stehen mir zur Verfügung. Ich möchte abnehmen und 1864 habe ich schon verbraucht. Das heißt also, ich habe ein kleines Defizit. Ihr könnt aber bis zu den 1950 gehen. Das ändert sich auch nochmal, da kommen wir gleich drauf. Und dann nehmt ihr auch trotzdem ab. Das heißt also, das ist auch das Ziel, was ihr dann so erreichen sollt, um hier auch satt zu sein. Ihr bekommt unten auch nochmal schöne Auflistung der verschiedenen Mahlzeiten, die ich jetzt aufgezeichnet habe. Frühstück als auch Mittagessen bzw. Abendessen. Ihr könnt sehen, ich war mit meinen Jungs unterwegs, das war jetzt nicht so gesund. Und wir können auch sehen, ich habe zum Beispiel heute ein Raclette gemacht. Das sind hier Speckwürfel, Raclette-Käse, Kartoffeln und Pizzateig. Und für jede Mahlzeit ist dann auch hier Protein, Fette und Kohlenhydrate angezeigt. Und das wird natürlich hier oben zusammen aggregiert. Sind hier zum Beispiel, ich habe heute zu viel Fett gegessen, ich hätte eigentlich weniger Fett essen sollen. Und dafür auch zu wenige Proteine. Also da könnt ihr auch auf jeden Fall gucken, ob ihr euch auch ausgewogen ernährt. Ihr bekommt dann auch eine 7-Tages-Übersicht angezeigt. Hier seht ihr zum Beispiel auch, wenn ihr das Gewicht anlegt, wie sich das Gewicht entwickelt. Ich nehme jetzt hier schon ein bisschen ab. Und wenn ihr natürlich die Index-2-Waage habt von Garmin, werden die Daten hier alle mit synchronisiert. Die bekommt es natürlich auch hier mit angezeigt. Ich persönlich habe diese nicht, deswegen sehen wir dann auch die Werte nicht. Das wäre in diesem Fall zum Beispiel die Körperfette. Die habe ich natürlich jetzt hier nicht mit drin, weil ich die Waage nicht besitze. Aber der BMI, der bei mir noch zu hoch ist, den könnt ihr auf jeden Fall angezeigt bekommen, weil diese wird ja berechnet. Ihr bekommt dann auch die täglichen Makronährstoffe nochmal analysiert. Sind auch hier nochmal den Verlauf. Auch da könnt ihr dann nochmal je Einheit gucken. Diese weiße Linie, die ihr seht, ist das Ziel. Ich war jetzt im Urlaub, das war natürlich etwas schwierig einzuhalten. Aber dann könnt ihr auf jeden Fall auch hier den Verlauf sehen. Und ihr bekommt unten auch nochmal den Durchschnitt der täglichen Kalorien angezeigt, 2432 und auch nochmal hier wie viel Gramm Fett und Proteine, als natürlich dann auch nochmal eine Aufschlüsselung der Mahlzeiten, wie viel Kilokalorien man hier verbraucht hat oder benutzt hat und natürlich dann auch nochmal eine Tagesübersicht, wie ich dann die Ziele erreicht habe. Wir sind hier ein bisschen drüber gewesen, hier ein bisschen drunter, da ganz leicht drüber, hier auch wieder stark drüber und hier wieder darunter.
und das habt ihr dann auch so mit im Überblick und wisst dann auch hier zum Beispiel 110% war da drüber, 127% ist im Urlaub jetzt nicht so ganz so einfach, aber das habt ihr dann hier mit der Übersicht und das geht natürlich dann einmal für 4 Wochen als auch ein Jahr ist das natürlich hier optional auch alles dann möglich. Und bevor wir jetzt auf das Ernährungstracking selber kommen, schauen wir noch mal ganz kurz an, welche Einstellungsmöglichkeiten du hast und ich habe auch ein paar Tipps für dich. Ihr könnt nämlich im Nachgang auch alles einstellen. Besser gesagt, wenn ihr es einrichtet, ist es aber dann identisch. Ihr geht einfach hier oben auf die 3 Punkte in dem Widget und habt ihr die Möglichkeit natürlich einmal eine Erinnerung einzustellen, wann ihr dann erinnert werden soll, dass ihr eure Sachen trackt. Ich habe das ausgestellt, mich nervt das so ein bisschen, deswegen lasse ich das weg. Aber du hast die Möglichkeit, auf die Einstellung generell zu gehen und hier kannst du nämlich einige Sachen umstellen bzw. für dich anpassen. Zu einem gibt es dann den Ernährungsplan und hier kannst du definieren, was du eigentlich machen möchtest. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, ich hatte jetzt gesagt, ich möchte hier Gewicht verlieren, kannst aber auch zunehmen machen oder beibehalten. Ist auch für viele ganz wichtig, die viel Sport machen, dass sie auch genug essen. Gibt nämlich auch den gegenteiligen Effekt. Wir sehen hier mein Ausgangsgewicht, was einfach zu hoch ist und mein Wunschgewicht, das ist jetzt hier, was ich erreichen möchte. Ich habe meinen Aktivitätsgrad angegeben und das ist auch das, was ich für euch empfehlen würde, wenn ihr hier einen Bürojob macht, dass ihr wirklich ja auch die Aktivität mit angebt. In dem Fall ist jetzt hier sitzend. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich bin leicht aktiv. Das heißt also, du machst ein paar Schritte mehr, zum Beispiel wenn du auf einer Baustelle arbeitest oder viel unterwegs bist oder bei der Post oder irgendwas anderes, kannst du es auch schon festlegen. Würde ich aber nur machen, wenn du die Uhr wirklich nicht täglich tragen kannst. Warum, das zeige ich dir gleich noch. Und du bist natürlich auch äußerst aktiv. Das ist natürlich alles möglich. Oder du kannst auch sagen, benutzerdefinierte Kalorien. Ich habe mich jetzt hier für Sitzen entschieden und habe auch die Aktivkalorien hier nicht verwendet, die jetzt hier dabei sind. Wir lassen das Ganze, wie gesagt, auf Sitzen. Dann errechnet er mir anhand meines Gewichtes, meines Geschlechtes, meines Alters und meines Zieles ein Tagesziel für die Kalorien. Das sind in diesem Fall 1873. Diese beruhen einfach darauf, auf meine reine Existenz, also Organe, die arbeiten, alles, was, ja, dass der Körper funktioniert. Das ist so das Minimum, was ich wirklich zu mir nehmen sollte. Und damit würde ich auch abnehmen. Zieldatum ist 1. Juli 2026. Das hat er jetzt definiert anhand meiner Vorgaben. Ich habe gesagt, ich möchte ein halbes Kilo pro Woche abnehmen. Ich möchte mich nachhaltig abnehmen und nicht einen Jojo-Effekt haben. Und wir sehen auch hier nochmal die Ziele für Fett, Proteine, Kohlenhydrate. Das könnt ihr natürlich aber auch selber nochmal bearbeiten. Könnt ihr draufgehen und selber dann festlegen, wie ihr dann hier eure Ernährung festlegen möchtet. Ihr könnt dann auch Kalorienziele für die Mahlzeiten festlegen, also wie viel Kilokalorien ihr dann wann essen möchtet. Das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr dann mittags eher weniger esst und dafür abends mehr. Da könnt ihr es auch nochmal definieren, wenn ihr das wollt. Und ihr könnt auch die Zeitfenster definieren. Und das sind immer die Blöcke, die dann angegeben werden. Das heißt also, wenn du einfach auf ein Ernährungstracking gehst, zwischen 6 Uhr und 9 Uhr in meinem Fall, dann wird es automatisch als Frühstück gespeichert oder 11 bis 14 Uhr wäre automatisch dann Mittagessen. Und wir sehen auch hier Zeitleiste 6 Uhr morgens bis abends 21 Uhr, was ich jetzt hier definiert habe. Ihr könnt es natürlich auch später machen, wenn ihr zum Beispiel Schichtarbeiter seid. Das ist natürlich dann auch hier ohne Probleme möglich. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, warum ich gesagt habe, ich habe hier sitzend angegeben und einfach nur meinen Grundwert. Und wenn du die Uhr täglich trägst, dann ist es nämlich auch hier eine tolle Funktion. Wir haben hier nämlich die Kalorienanpassung. Das heißt also, Kalorienziele automatisch anpassen ist normalerweise deaktiviert. Ich aktiviere das Ganze aber ganz einfach. Deine Garmin-Uhren ermitteln auch, wenn du keine Aktivität aufzeichnest, aber dich viel bewegst, dann alle Aktivkalorien. Und diese Aktivkalorien, die du auch auf deiner Uhr siehst, werden hier nämlich mit berechnet oder mit eingefügt. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Garmin Forerunner 970 werfen, können wir sehen, ich habe jetzt hier 78 Aktivkalorien. Es war ein sehr entspannter Tag, aber die habe ich auf jeden Fall angesammelt durch Bewegung. Und wie gesagt, so kommen wir dann auf die 1950. Und daher würde ich euch an dieser Stelle immer empfehlen, hier den Grundbedarf zu nehmen, plus die Aktivkalorien. Wie gesagt, wenn ihr die Uhr dann auch wirklich dauerhaft tragen könnt, um hier die genaueren Werte zu bekommen. Ja, wie funktioniert aber nun das Kalorientracking? Was leider nicht funktioniert ist, wenn ihr länger auf die App draufdrückt, da gibt es momentan noch nicht das Kalorientracking. Es gibt nur Gewicht hinzufügen und Aktivität erstellen. Ich zeige euch das Ganze jetzt hier auf dem iPhone 16. Wenn ihr in die Garmin Connect App hineingeht, da habt ihr die Option dann einmal hier natürlich im Fokusmodus oder auch hier im Ernährungsmodus, beziehungsweise hier unten im Widget direkt hier die Kalorien zu tracken. Ich persönlich mache das immer ganz einfach. Ich gehe jetzt hier auf das Plus und dann landet ihr automatisch schon im Trackingsfenster oder beziehungsweise im Aufnahmefenster. Wie gesagt, ihr habt ja vorher die Zeiten definiert, wo es dann ja hingeschrieben werden soll.
In diesem Fall wäre es jetzt zum Beispiel das Abendessen. Es wird dann automatisch ins Abendessen mit reingenommen. Zu einem bekommt ihr dann hier schon mal eure Historie angezeigt, die wir ja zu der Zeit alles gegessen haben. Das sind auch schön unterteilt dann zwischen Frühstück und Abendessen. Ihr habt dann auch Favoriten, die ihr hinterlegen könnt. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht. Oder wenn ihr eigene definierte Nahrungsmittel angelegt habt, das ist auch möglich. Beziehungsweise meine Mahlzeiten, also wenn du jetzt eine feste Mahlzeit hast, die du öfters isst, kannst du die auch hinterlegen und bekommst die dann auch so hier angezeigt. Kannst du definieren und sagen, wie viel Kalorien das Ganze hier hat. Ganz einfach ist aber dann das klassische Tracking, wie wir es von anderen Apps auch kennen, ist ja über die Kamera. Und dafür gibt es hier oben ein Icon. Da könnt ihr jetzt einfach drauf gehen und hier landet ihr automatisch in der Kamera. Zu einem habt ihr natürlich den Klassiker oder die klassische Möglichkeit, den normalen Barcode-Scanner zu nutzen. Sehen wir jetzt hier schon, hier gibt es Nahrung und Barcode. Da könnt ihr natürlich hier eure Produkte, die ihr habt, am Barcode scannen. Ich habe jetzt einfach mal aus unserem Kühlschrank was rausgeholt, um einfach mal zu testen, wie das funktioniert. Ich habe es im Urlaub schon mehrfach getestet, da hat es mal geklappt, mal nicht geklappt. Ich habe zum Beispiel jetzt hier vom Aldi, das ist jetzt aber keine Werbung von Aldi, ja, Auberginenaufstrich. Und das sehen wir jetzt auch hier schon, wenn wir jetzt einfach mal drauf gehen. Ich weiß gar nicht, ob der funktioniert, das habe ich jetzt einfach mal randommäßig rausgenommen. Ja, dann können wir sehen, wird auch erkannt. Und wir sehen auch hier 100 Gramm sind hier 197 Kilokalorien. Ja, das passt auch, was er hier angibt. Manchmal gibt es leider den Nachteil, dass es hier nicht die Portionseinstufung für Esslöffel gibt oder Teelöffel, wie wir es zum Beispiel von anderen Apps kennen. Hier ist dann wirklich 100 Gramm. Ihr müsst dann auch ungefähr abschätzen, wie viel Gramm ihr gegessen habt. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel jetzt 20 Gramm gegessen habt, geht ihr auf Anzahl der Portionen, macht 0,2 und dann habt ihr 20 Gramm. Ist ein bisschen unglücklich gelöst, aber ja, immerhin die Möglichkeit, das zu machen. Oder wenn wir dann noch eine zweite Sache haben, ich habe jetzt hier auch nochmal so Würstchen aus dem Kühlschrank, auch die sind jetzt vom Aldi. Gehen wir jetzt einfach mal hier drauf, scannen das mal Ganze ein. Mal hier so. Und dann wird es auch hier tatsächlich schon erkannt. Also Produkte von Aldi waren jetzt kein Problem. Sind jetzt auch hier 284 Kilokalorien auf 100 Gramm. Die schreiben jetzt hier 282. Ja gut, 1 oder 2 Kilokalorien, das macht den Kohl jetzt tatsächlich nicht fett. Es ist im Endeffekt wichtig, dass die Tendenz stimmt, also dass du jetzt nicht zu viel süß isst, zu viel Zucker und zu viele Kilokalorien darüber bist. Aber ob es jetzt mal 10 oder 20 zu viel sind, das macht beim Abnehmen jetzt hier wirklich nichts aus. Und wenn wir sagen, okay, das passt, dann können wir das auch hier hinzufügen. Aber hier zum Beispiel, da ist eine Sache, die würde ich mir auf jeden Fall anders wünschen. Auch hier wird wieder pro 100 Gramm angegeben. Wir haben jetzt hier 4 Würstchen in der Packung. Weil man jetzt hier nicht eine Wurst auswählen kann, das wäre für mich jetzt viel idealer. So muss natürlich jetzt wieder ausrechnen, beziehungsweise hier steht es auch geschrieben, 4 mal 50 Gramm. Und dann musst ihr 0,5 eingeben, um die Würstchen zu hinterlegen. Im Regelfall isst man 2 Stück, machen wir einfach jetzt mal 100 und gehen jetzt auf Hinzufügen. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann auch hier bei den Nahrungsmitteln hinzugefügt. Und zwar in dem Fall jetzt hier bei Abendessen. Wir gehen jetzt einfach mal ganz runter auf Abendessen, sehen wir auch hier schon die Wiener Würstchen, die angegeben werden. Und ihr bekommt auch hier nochmal eine Übersicht angezeigt. Jetzt auch so, du hast auch die Möglichkeit, hier die Sachen nochmal zu ändern bzw. anzupassen. Wenn du sagst, okay, es waren doch nur ein Würstchen, was ich gegessen habe, gehen wir jetzt auf Speichern. Dann ist es auch hier direkt angepasst. Das ist möglich. Und sollte dann der Fall sein, dass du dann irgendwie einen Fehlscan gemacht hast oder was nicht stimmt, dann kannst du auch hier länger draufdrücken und kannst sagen, okay, ich möchte Nahrungsmittel entfernen oder duplizieren. Das ist auch möglich. Beziehungsweise wenn du sagst, okay, das war ein Nachtrag von heute Mittag, dann kannst du es auch auf Mittagessen eintragen. Nehmen wir jetzt einfach mal 13 Uhr. Und dann sagen wir einfach speichern. Dann gehen wir drauf, speichern. Und dann sehen wir jetzt auch gleich hier oben beim Mittagessen werden die Würstchen jetzt angezeigt. Oder wie gesagt, länger draufdrücken, könnt ihr das Ganze dann auch löschen und dann passen auch wieder meine Daten. Und wie gesagt, ich hatte jetzt hier und da Probleme im Urlaub gehabt, dass manche Produkte nicht immer erkannt worden sind. Also die Datenbank muss auf jeden Fall hier nochmal erweitert werden. Eine zweite Option ist aber auch dann hier mit KI zu arbeiten. Besser gesagt, hier mit dem Foto die Nahrungsmittel zu erkennen. Dafür gehen wir auch hier wieder ganz normal auf das Plus hier oben. Und dann sehen wir auch hier wieder, wenn wir aufs Symbol drauf gehen, dann sind wir wieder bei meinem Barcode. Und dann stellst du einfach hier auf Nahrung. Du hast dann natürlich zum einen, jetzt habe ich mal was ganz Einfaches rausgesucht, die Möglichkeit, auch ein einzelnes Produkt rauszusuchen. Wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt nicht alles hier per Hand suchen, dann haben wir jetzt einfach ganz klassisch ein Ei. Also es ist wirklich jetzt nichts Weltbewegendes. Das ist jetzt sehr einfach. Und dann fotografieren wir das ab. Und dann wird es auch schon in der Datenbank gesucht. Dann sehen wir hier ein Ei groß. Ja, die Kilokalorien werden angegeben, Proteine. Und dann könnt ihr das dann auch übernehmen. Was aber dann schon schwieriger wird, sind zum Beispiel 2 Eier. Das heißt also, wenn ich 2 Eier auf der Hand habe, erkennt er nur ein Ei. Dann müsst ihr nochmal nachbessern und sagen, okay, es sind 2 Eier, nicht 1. Also da hat es auf jeden Fall hier und da noch ein bisschen Probleme, was die Erkennung angeht. Generell dient es ja eigentlich dafür, um dein Essen zu fotografieren. Und ich habe jetzt hier schon verschiedene Erfahrungen gemacht, gute, aber auch schlechte.
Das heißt also, du fotografierst dein Essen ab und die KI ermittelt dann einfach die Produkte, die ja hier zu finden sind und listet diese dann auf. Du kannst auch sagen, okay, ich möchte was rauslöschen oder möchte was verändern. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Und manchmal kommen auch Sachen raus, wo man fragt, okay, wo hat er das jetzt her? Ich habe es an der Seite einfach mal eingeblendet. Die Sachen, die ich jetzt hier mal so ein bisschen abfotografiert habe. Wie gesagt, die Ergebnisse waren hier durchschnittlich. Manchmal war auch das Gewicht zu gering. Also da muss auf jeden Fall Garmin noch ein bisschen besser nacharbeiten, dass die KI hier besser arbeitet. Das habe ich auf jeden Fall von anderen Apps schon etwas besser gesehen. Zu guter Letzt bekommt ihr auf euren Garmin-Uhren auch ein neues Widget angezeigt. Ich kann zumindest nur für die neuen Modelle sagen, dass dieses Widget da ist. Bei den älteren Modellen habe ich jetzt leider nichts rausfinden können. Du kannst mal gerne einen Kommentar schreiben, wenn du zum Beispiel eine Phoenix 7 nutzt und es schon benutzen solltest, ob das da funktioniert. Schreib es, wie gesagt, mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, es gibt dann hier ein eigenes Widget. Wir sehen einmal hier unser Ziel, aber leider nur das Basisziel. Da kommen wir gleich noch zu. Wir sehen hier noch 9 Kilokalorien sind offen, 1864 sind verbraucht. Wenn wir dann reingehen, bekommt es so eine kleine Übersicht angezeigt, wie aktuell der Verbrauch ist, nach Fett, Kohlenhydrate und ja, Protein aufgeteilt. Ihr bekommt auch eine Wochenübersicht. Und wir sehen auch hier schon einen kleinen Unterschied. Hier gibt es nämlich so ab und zu so hell-dunkel Balken, es gibt dann so hellblaue Balken. Das bedeutet einfach, dass meine Aktivkalorien dann hier etwas höher waren. Das bedeutet, ich durfte auch ein bisschen mehr verbrauchen. Und ja, das ist dann hier so der Übersicht, die ihr dann bekommt. Und ihr bekommt natürlich auch eine schöne Auflistung, wie sich dann die Fette, Proteine bzw. Kohlenhydratenziele sich über die Woche entwickelt haben. Dann habt ihr auch nochmal einen Überblick über den Tag selber. Ihr könnt dann auch hier Snacks tracken, das ist möglich. Und ihr habt auch die Möglichkeit, hier Nahrung aufzuzeichnen. Das heißt also, ja, wenn du jetzt zum Beispiel Abendessen machst, dann gehst du einfach auf Abendessen und dann bekommst du aber jetzt eigentlich nur, oder nicht nur eigentlich, sondern die letztverwendeten Sachen angezeigt. Das heißt also, du kannst jetzt hier nicht aktiv was suchen. Wenn du was suchen willst, dann musst du es hier über die Garmin Connect App machen. Wie gesagt, das sind einfach nur hier meine letzten Einträge, die ich hier gemacht habe. Ich finde es auch ein bisschen unglücklich gelöst, weil du musst auf jeden Fall immer diese Liste lang scrollen. Das heißt also, wenn du hier oben was auswählst und dann ja was benutzen möchtest, dann musst du ganz runter scrollen bis auf fertig, damit das dann hier übernommen wird. Und dann ist es auch schon in der Aufzeichnung mit dabei. Und da kannst du ja auch die Zeit bearbeiten. Das ist dann auch noch möglich. Das heißt also, hier kannst du auf jeden Fall schnell was hinterlegen, wenn du das möchtest. Aber ich habe aktuell noch einen kleinen Kritikpunkt, was die App angeht. Wir erinnern uns, ich habe mit den Aktivkalorien jetzt 1951 Kalorien, die ich jetzt verwenden darf, bzw. essen darf, um weiter trotzdem abzunehmen mit meinem Ziel. Aber die Uhr selber zeigt mir immer nur die 1873 Grundbedarf an. Das heißt also, wir bekommen momentan keine Synchronisation, was die Kalorien hier angeht mit den Aktivkalorien. Das finde ich etwas schade und da muss Garmin dringend nacharbeiten, dass dann auch hier die Ziele mit oder die Aktivkalorien mit synchronisiert werden, damit du auch das richtige Ziel bzw. die Kalorien hier auf deiner Uhr hast. Generell muss ich sagen, die Lebensmitteldatenbank ist nicht so gut wie von MyFitnessPal. Das ist für mich momentan auch State of the Art, was die kostenlose Nahrungstrackingsgeschichte angeht. Ich habe MyFitnessPal wirklich sehr gern genutzt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was hältst du vom Nahrungstracking von Garmin? Findest du es gut oder schlecht? Schreib es mal gerne in die Kommentare. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich jetzt auch nochmal ein Probeabonnement abschließen konnte mit Connect Plus, weil ich schon lange nicht mehr ein Abo gehabt habe. Schaut auf jeden Fall mal rein, dann kannst du auch mal kostenlos testen. Ich freue mich auf jeden Fall einen regen Austausch in den Kommentaren, was du davon hältst. Da bin ich echt mal gespannt. Wenn du noch mehr zum Thema Garmin sehen möchtest, ich habe auch das neue Logbuch mal vorgestellt, was Garmin ja kostenlos online gestellt hat. Da kannst du auch mal reinschauen, was ich dazu gesagt habe oder wie das funktioniert. Beziehungsweise, wenn du noch mehr zum Thema Garmin generell hören möchtest, ich habe auch eine Playlist rund um Garmin, da kannst du mal reinschauen, was dir sonst noch alles auf dem Kanal da vorgestellt worden ist. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.